Moin Moin aus Kroatien. Heute sind wir in Zadar in Bibinja und ich zeige euch eine super exklusive und super qualitative Villa. Kommt mal rein aufs Grundstück. Hier habt ihr 1 bis 2 Parkplätze, aber ein Safe, 2, wenn man gut Auto fahren kann. Meine Frau Doch, sagt, doch. doch, doch, 2 Doch, Sitz. doch. Doch, doch, passt. Komm mal mit. Hier haben wir die hauseigene kleine Chronobar. Mega süß gemacht. Alles mit Naturstein. Der Hammer. Dann haben wir hier den Hauptterrassenbereich, sag ich mal, am Pool. Alles mit Naturstein. Einen Pool, den ich selten in so einer guten Qualität gesehen habe. Ich habe noch keine Naht gefunden. Kommt her, schaut. Ihr werdet keine Naht finden. Ist der Wahnsinn. Gegenstromanlage, Salzelektrolyse. Und wie ihr seht, der macht auch gerade seine Arbeit, wie wir auch. Nur er schwitzt nicht. Er kühlt sich ab. Super gut gemacht. Die Technik ist hier im Boden. Von der Dosieranlage, Salzelektrolyse, allen drum und dran. Falls ihr doch mal das ein oder andere Mal mehr die Kinder oder ihr eine Arschbombe machen solltet, hat der Kunde hier eine super hochwertige Rinne außen um zu angebracht. Für das überschüssige Wasser ist sehr, sehr gut gemacht. Guckt mal mit. Den haben wir von außen gelegen für die Winterzeit oder wenn ihr mal Schnupfen habt oder krank seid. Beste Medizin, eine Sauna. Und wenn ihr es riechen könntet, mega. Dann haben wir hier die Solardusche. Und dann kommt man mit außen entlang. Im Endeffekt super schön privat auch errichtet mit den Tannen. Die sind schon sehr gut zugewachsen. Nebenan ist ein Objekt, sage ich später noch was zu. Könnt ihr auch käuflich erwerben. Ist relativ das gleiche, ein bisschen anders vom Konzept, aber auch der Hammer. Und dann haben wir hier von außen, was ich sehr gut finde, wenn man am Pool ist, nass ist, aus der Sauna kommt, wie auch immer, man muss mal auf die Toilette, aufs WC. Habt ihr hier unten gelegen ein kleines Gäste-WC, Außen-WC, nennt es wie ihr wollt, eine Waschküche und die ganze Pooltechnik, Wärmepumpe, etc. So, und jetzt zeige ich euch den ganzen Außenbereich aus der Vogelperspektive und dann geht es innen weiter und ich zeige euch den Innenbereich und Abfahrt. Hier ist der Haupteingang. Hier vorne habt ihr ein Tor. Vorne war die Einfahrt und jetzt kommt mal rein. Super schön privat gemacht mit der Haustür. Die ist von außen verspiegelt. Vielleicht habt ihr das gesehen. Sehr schöner Eingangsbereich, auch schon klimatisiert. Es läuft hier alles über eine Wärmepumpe. Energetisch sehr, sehr gut gemacht. Erzähle ich aber nachher noch ein bisschen was zu. Hier vorne habt ihr gleich den Eingangsbereich. Hier ist ein Einbauschrank. Hier sind nachher Handtücher in dem Fall, weil das Objekt jetzt noch touristisch genutzt wird. Könnt ihr nachher auch touristisch nutzen, wie ihr das möchtet. Ich kann euch dabei helfen oder wir helfen euch dabei, wie es nachher ablaufen soll. Zwecks Tourismus, Kategorisierung, Übernahme, Management haben wir alles, gar kein Problem. Dann haben wir hier ein super schönes Badezimmer. Geh mal rein, schau mal. Mit Dusche, das ist quasi das Hauptbad vom Erdgeschoss. Und gerade darauf zu seht ihr den Wohnbereich. Sehr schön offen gestaltet, auch wieder mit Klimaanlage, 2 Stück, heizen sowie kühlen. Sehr schön offen. Ihr habt von der Couch
Blick auf den Pool, Blick in den Garten. Sehr, sehr schön gemacht von dem Grundriss her. Super, super schöne, exklusive Einbauschränke. Hat jemand sich sehr, sehr viel Mühe und auch mit der Farbgestaltung sehr, sehr viel bei gedacht. Sehr, sehr schön. Hier ist die wunderschöne Küche. Dieser Bronzeton fängt sich immer mal wieder auf. Man sieht das in den Schattenfugen. Sehr, sehr gute Qualität, was Einbaugeräte angeht. Alles mit Miele, alles deutsche Geräte. Spülmaschine. Schreibt es mal in die Kommentare. Kommt es in der Kamera rüber? Sieht so geil aus, wie wir es mit unseren Augen sehen? Erzählt mal. So, und hier haben wir noch einen wunderschönen Essbereich. Und als Raumtrenner quasi, der schön die Wärme nachher schön splitten wird, ein Kamin. Sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt gehen wir nach oben. Jetzt zeige ich euch das Obergeschoss. Das Schöne, ihr findet immer wieder diese Klimageräte auf jeder Etage, in jedem Zimmer, im Flur. Also ihr habt eine gleichmäßige, schöne Wärme- und Kälteverteilung. Und wie ihr es aus anderen Objekten wieder kennt, eine schöne Gegensprechanlage. Also falls ihr oben seid, seht ihr sofort, wer unten klingelt, wer zu Besuch ist, ob ihr öffnen wollt oder nicht. Dann haben wir gleich rechts das erste der 3 Schlafzimmer mit Badezimmer. Das Konzept mit dem Grün und mit dem super schönen Fliesen greift sich immer wieder auf. Und ein wunderschöner Schlafbereich mit schönen Vorhängen, die sehr, sehr schwer sind. Sehr, sehr qualitativ, sehr, sehr hochwertig. Einen Balkon, außen und zu. Ich zeige euch den mal eben schnell. Hier ist er ein wenig schmal, läuft aber hinten einmal breit zusammen. Kommt mal mit. Hier ist jetzt die andere Tür vom Schlafzimmer. Noch einen kleinen Bereich. Hier könnt ihr morgens euren Kaffee trinken. Und mal eben nebenbei, genau hier hinter der Villa ist noch eine Villa. Exakt dieselbe, nur ein bisschen anderes Konzept von den Farbtönen her. Könnt ihr genauso käuflich erwerben. Falls ihr Informationen dazu braucht, meldet euch. Ist aber noch nicht ganz fertig, ne? Die Villa. Genau. Die Villa ist zu, sagen wir, 98% fertiggestellt. Sind noch ein paar Kleinigkeiten. Technische Abnahme fehlt noch. Und dann ist das Die andere. bei dem anderen Objekt, genau. Und dann kann es auch verkauft werden. Das ist aber vom Eigentümer gesagt, Ende der Saison. Das Objekt ist schon komplett fertig, ist kategorisiert. Alle Abnahmen, Zulassung, alles soweit fertig. So, und jetzt kommt der zweite Schlafbereich. So. Genau, was ich im ersten Bereich jetzt vergessen habe, jedes Zimmer hat immer schön gemacht, immer sehr, sehr schöne Einbaumöbel auf Maß eingesetzt, qualitativ. Selten Gebäude, die so schön gemacht sind. Mit Köpfchen, farbtontechnisch und auch von der Aufteilung her. Hier wieder selbes Konzept, selbe Farbtöne. Und wieder, wie ihr kennt, meine Lieblingstüren mit den schönen Beschlägen. Sieht einfach immer und man hört immer nichts, weil magnetisch ist. Alles in Spielereien, aber das macht sie nachher aus. Exaktes Spiel, auch in Grün. Auch wieder sehr, sehr schön. Ein kleiner Balkon in Richtung Straße und Richtung Hafen, damit ihr mal ungefähr die Ausrichtung seht, wie das Haus steht und wo es auch ungefähr steht. Hier seht ihr, hier ist der Blick auf den Hafen, die Trockenmarina. Also falls ihr ein Boot hier habt, sind es ungefähr roundabout 200 Meter zum Hafeneingang und ungefähr 500, 600 Meter zum nächsten Strand. So, und jetzt kommt das dritte Schlafzimmer. Und jetzt gerade noch zu, wenn man die Treppe hochkommt. Das letzte der 3 Schlafzimmer, auch wieder Einbauschrank. Hier noch eine kleine Garderobe hinter.
Ich mag dieses Konzept sehr mit diesem Natur und dem Grau. Auch die Wände, ich denke mal, auf dem Video sieht man das jetzt nicht so, dass die Decke weiß ist und die Wände so ganz leicht angetönt. Ist voll mein Ding. Und wieder Badezimmer in demselben Konzept. Und nun mal, was Qualität angeht, um euch das mal zu zeigen. Hier ist alles wirklich super genau auf Maß gemacht worden. Hier waren ein paar Profis am Werk, die haben das echt, nichts steht ab. Ist einfach nur perfekt gemacht. Also das ist meines Erachtens sehr, sehr schön. Auch, wie ich es jetzt zum dritten oder vierten Mal sage, farbtontechnisch absolut mein Ding und absolut stimmig. Und hier Balkon, der kleinste der drei, auch in Ausrichtung nach vorne zur Einfahrt, zum Tor und wieder Blickrichtung Richtung Trockenmarina. Und jetzt gehen wir meines Erachtens einer der Highlights oben zur Dachterrasse. Kommt mal mit. Wie ihr das nachher auch immer nutzen werdet, ob touristisch oder auch privat, wenn ihr nachher als Familie, ich sage mal mit 6, wenn jemand noch auf der Couch schläft, habt ihr nachher mit 8 Leuten Platz. Hier oben Weinkühlschrank. Kühlschrank für euer Bier. Alles da. Hier habt ihr einen kleinen Bereich, um was zuzubereiten. Und hier habt ihr einen wunderschönen Essbereich, Sitzbereich, auch klimatisiert mit einem 180 Grad Blick auf die Dachterrasse, auf die Trockenmarina. Nicht ganz aufs Meer, aber hier sitzt ihr abends sehr, sehr schön. Könnt ihr ein oder andere Flasche Wein oder auch das Bier genießen. Und jetzt nochmal nach draußen. Hier steht eins der Highlights mit. Hier könnt ihr schöne Sonnenstunden genießen und könnt die ein oder andere Stunde hier in dem Jacuzzi verbringen und eine schöne Zeit haben. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Ich finde qualitativ wieder eins der obersten Nummern hier. Sehr, sehr schön gemacht, sehr ruhig gelegen, qualitativ. Schaut es euch an, kommt her, ich zeige es euch. Mega. Wenn ihr gut parkt, habt ihr 2 Parkplätze und hier vorne an der Straße habt ihr auch noch an der Seite ein paar Parkplätze. Wohnfläche habt ihr netto 250 mit außenliegenden Flächen, also Balkone und außen habt ihr ungefähr 300 Quadratmeter Wohnfläche. Technisch, wie gesagt, Wärmepumpe, super Klimaanlage zum Kühlen und zum Heizen, Kamin, mega. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne eine Nachricht in die Kommentare, schreibt mir privat. Alle Informationen findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung, Exposé, meine Kontaktdaten etc. pp. Und jetzt lasst ein Follow da und natürlich eine nette Nachricht. Bis zur nächsten Besichtigung. Ciao.